Ja, ich zeige Ihnen heute in diesem kleinen Video einmal die Optionen oder Möglichkeiten, die unser Sourcing-Modul bietet. Ja, und häufig kommt so die Frage, was für ein Problem lösen wir eigentlich mit so einem Sourcing-Modul? Ich würde in diesem Fall ein Kundenstatement Ihnen zeigen, der genau eigentlich aufzeigt, vor welchem Problem der Kunde meistens steht, ja, und was die Lösung daraus ist. Ja, deswegen zeige ich Ihnen ein kleines Video, in dem das genau erklärt wurde. Wir benutzen das Astra-System seit Mitte 2017 und benutzen es vorrangig für die Thematik E-Sourcing, heißt Ausschreibung von Projekten, Dienstleistungen, Waren. Und vor allem, wenn die Thematik Tiefbau und Rohrbau ins Gespräch kommt, nutzen wir die Thematik sehr tiefergehend. Und dazu kommen noch Themen wie Wartung, Instandhaltung oder Ausschreibung von IT, Hard- und Software. Und die Thematik der Ausschreibung richtet sich immer nach der Komplexität der Ausschreibung. Also wir schreiben nicht 100% aus, sondern alles das, was im Vorhinein viel an manuellen Aufwand verursacht hatte. Diese Themen werden dann digitalisiert und ausgeschrieben, was aktuell wirklich sehr, sehr hohen Mehrwert gebracht hat. Als Energieversorger sind wir verpflichtet, die Sektorenverordnung zu unterstützen und zu berücksichtigen. Und mit der EU-Vorgabe vom 30.10.2018 hatten wir die Pflicht, auch alle Vergaben oberhalb der EU-Schwellenwerte, sprich 443.000, auch elektronisch auszuschreiben. Das heißt, wir mussten den kompletten Prozess elektronisch abbilden, von der ersten Anfrage, von dem Teilnahmewettbewerb bis hin zur Entscheidung und Vergabe. So. Und weil wir gerade die Thematik Einkauf 4.0 hatten, war die Überlegung, eine Software zu suchen, die ebenfalls auch unterschwellig unsere Ausschreibung berücksichtigt. So, sind wir an den Markt herangetreten, haben nachgeschaut und meistens war es so, wir haben entweder eine Software gefunden, die oberschwellig ausschreiben konnte, oder wir haben eine Software gefunden, die unterschwellig ausschreiben konnte. Also, aber keine, die beides konnte. So. Und der große Vorteil von Astras war einfach, wir konnten komplexe EU-Ausschreibungen und über die Astras-Plattform laufen lassen, aber auch gleichzeitig andere, kleinere Projekte schnell, revisionssicher und einfach abwickeln. Also es war schon ein großer Mehrwert im Hinblick auf Sparsamkeit und Kostenreduzierung, definitiv. Wir hatten viele Kanäle, was die Thematik Ausschreibung oder Angebotsanfragen anging. Wir hatten klassisch die Angebotsanfrage per Mail, Lastenhefte, Leistungsbeschreibung als Excel-Datei oder als PDF-Datei, die wir verschickt haben. Oder eine klassische Anfrage per SAP, also Anfragen Ausdruck ins Fax reinlegen, an den Lieferanten schicken und dann kamen die Angebote per Mail. Oder auch nur eine Angebotsanfrage und per Telefon. So, das war aber immer sehr, sehr aufwendig, weil wir die Daten ja nachher zusammenführen mussten. Also wenn wir zum Beispiel eine Excel-Datei haben mit vielen hundert Positionen, die dann nachher als Angebot reinkommt, aber auf Papierform mussten alle Daten erst zusammengeführt werden. Und der große Vorteil war einfach in Bezug auf Tiefbau- und Rohbauleistungen, dass sich der Arbeitsaufwand um fast 85% reduziert hat. Also früher war es richtig papierlastig. Wir mussten die Sachen per Post schicken, wir mussten die Sachen per Mail schicken, dann kamen die Angebote rein, die mussten wir alle zusammenführen, die Excel-Dateien erstellen, was natürlich sehr, sehr fehleranfällig war und viel Zeit verursacht hat. Und durch das Astra-System, das wir jetzt in alle Abteilungen eingeführt haben, haben wir, kann ich gut sagen, eine Reduzierung von 85%, was diesen Ablauf oder Prozess anging. Und hinzu kommt noch, dass wir eine Software gesucht haben, die intuitiv ist und eine gute Usability hat. So, und da war Astras eben ausschlaggebend. Ja, Sie sehen anhand dieses kleines Beispiel, ja, vor welchen Herausforderungen die Stadtwerke Solingen standen, ja, und wie Astras im Prinzip helfen konnte. Vielleicht bringen wir es nochmal auf den Punkt. Ja, also Astras oder das Sourcing-Modul kann Ihnen helfen, die Ausschreibung schneller durchzuführen. Ja, es hilft Ihnen dabei, die Prozesse zu standardisieren. Ja, vor allem, wenn Sie in einem Unternehmen arbeiten, das sehr dezentral organisiert ist, vielleicht auch über Ländergrenzen hinaus. Die Vergabeentscheidung revisionssicher durchzuführen. Warum hat man sich einmal für den Lieferanten entschieden, ja, vor 2, 3 Jahren? Ja, das ist im Prinzip das, was die Lösung bieten kann. Ja, und vor allem das große Thema mehr Transparenz im Ausschreibungsprozess und auch eben in dem Einkauf zu erhöhen. Und natürlich, ja, wie sollte es verwundern, sollen natürlich mit so einem System auch die Einkaufsergebnisse besser werden, ja, also Savings erreichen. All das kann im Prinzip unser E-Sourcing-Modul Ihnen dabei helfen. Wie erreichen wir denn nun zum Beispiel das Ziel, schnellere Ausschreibungen durchzuführen? Ja, in der Regel ist es dadurch möglich, dass Sie einen standardisierten Ablaufprozess durchlaufen. Ja, in vielen Fällen oder in einigen Fällen startet dieser zum Beispiel in einem vorgelagerten System. Ja, wir haben Kunden, die ein ERP nutzen, in dem die Bedarfsmeldungen gesammelt werden. Ja, zum Beispiel im SAP anhand einer BANF.
Diese Bedarfsmeldung von dem Bedarfsträger wird dann an Astras übermittelt, ja, in den Einkauf, ja, und wird automatisch zum Beispiel in gewisse Ausschreibungstemplates mit übernommen, ja, indem die Daten aus dem Bedarf hier automatisch reingeschrieben werden. Weiterhin können Sie in dem Ausschreibungstemplate dann die Daten noch erweitern. Sie sehen, das sind zum Beispiel hier Daten, die aus der Bedarfsmeldung mitkommen, ja, und werden dann zum Beispiel durch weitere Spezifikationen durch den Einkauf angereichert. Das System erstellt automatisch eine Bieterliste. Ja, auch da müssen Sie nicht mehr daran denken, welche Lieferanten sind jetzt freigegeben, mit welchen darf ich denn jetzt eine Ausschreibung machen, wer darf oder wer liefert überhaupt in dieser Materialgruppe zu. All das macht das System automatisch. Sie sehen auf einen Knopfdruck, wie läuft Ihre Ausschreibung. Ja, also wer ist daran beteiligt, welche Lieferanten haben hier zum Beispiel schon Angebote abgegeben oder wer auch nicht. Im Nachgang ist es eben sehr, sehr einfach, dass alle Lieferanten in einer Plattform einen Preis abgeben, also nicht mehr per E-Mail zu Ihnen kommt, nicht mehr per Fax, nicht mehr per Papier, ja, sondern alle Lieferanten geben zum Beispiel in diesem Template ihr Preis ab, ja, und das ermöglicht Ihnen einfach auf Knopfdruck einen Angebotsspiegel zu erstellen. Ja, und das ist der große Mehrwert, der hier eben möglich ist, indem alle Lieferanten in einer Plattform ihre Preise abgeben. Ja, und im letzten Schritt heißt es, wer bekommt jetzt den Auftrag? Ja, Sie nominieren einen oder mehrere Lieferanten und diese Information kann in einem geschlossenen Greiflauf wieder zurück in Ihr ausgehendes System gehen, in dem der Bestellprozess zum Beispiel abläuft. Ja, viele Sachen völlig automatisiert, ja, ohne dass Sie daran denken müssen und dadurch eben die Geschwindigkeit für solche Ausschreibungen stark erhöht werden. Wie erreichen wir das Ziel der Standardisierung? Ja, wie Sie vorgehenden Beispiel gesehen haben, ja, ist es ein Prozess, der abläuft. Ja, genauso auch bei der Anlage einer Ausschreibung. Das sind zum Beispiel auf der linken Seite einmal so ein Überblick, ja, welche Punkte ein Einkäufer durchlaufen muss, damit er eine Ausschreibung anlegen kann. Egal in welcher Division er sitzt, in welchem Land er sitzt, diese Schritte muss der Lieferant zum Beispiel, der Einkäufer zum Beispiel immer durchlaufen. Das heißt, er definiert, wann geht die Ausschreibung los, wann ist sie beendet, also wann darf der Lieferant das letzte Mal einen Preis abgeben. Ja, wie sieht die Bieterliste aus? Ja, kann ich die noch abändern oder nicht? Oder gibt es Lieferanten, die immer fix gesetzt sind? Ja, brauchen wir eine Geheimhaltungsvereinbarung? Ja, nein. Ja, das kann definiert und vorgeschalten werden. Welche Zeichnungen müssen mitgeliefert werden an den Lieferanten? Ja, und in welchem Preistemplate sollen jetzt hier die Preise abgegeben werden? Ja, im Nachgang ist es eben schön, wie schon erwähnt, auf Knopfdruck erhalten Sie daraus eben einen Angebotsspiegel. Ja, diesen Angebotsspiegel können Sie in einen Vergabevorschlag generieren. Ja, diesen Vergabevorschlag, den Sie selbst erstellt haben, können Sie auf Wunsch in einen digitalen Genehmigungsworkflow packen, ja, indem Sie sagen, okay, wie würdet ihr meinem Vorschlag zustimmen, liebe Kollegen? Wenn dem gemacht wurde, kann daraus dann eben die Nominierung stattfinden. Der oder die Lieferanten bekommen den Zuschlag. Ja, und im letzten Schritt wird diese komplette Ausschreibung mit allen Inhalten archiviert, ja, und steht der Revision zum Beispiel zur Einsicht zur Verfügung. Ja, und damit schaffen Sie eine sehr, sehr hohe Transparenz, was in dieser Ausschreibung tatsächlich durchlaufen ist. Weiterhin erhöht sich die Transparenz dadurch, ja, dass Sie gewisse Kennzahlen bekommen. Ja, zum Beispiel haben Sie im Einkauf, ja, oder Sie als Einkaufsleiter, ja, eben Zugriff auf alle laufenden Ausschreibungen von Ihnen, von Ihren Kollegen im ganzen Unternehmen, ja, und können hier im Prinzip sehr gut sehen, was läuft denn gerade in meiner Company. Dann ist es sehr, sehr schön nachzuverfolgen, wie die Entscheidung stattgefunden hat. Ja, warum hat man sich ausgerechnet für diesen Lieferanten entschieden? Ja, und das auch perspektivisch rückwirkend, indem Sie sagen können, ja, okay, ich kann diesen Prozess auch nachverfolgen, obwohl die Ausschreibung vor 3 Jahren vielleicht gelaufen ist. Alle Dokumente befinden sich an einem Ort. Ja, Sie müssen in der Ausschreibung im Nachgang nicht nochmal suchen, ja, welche Anhänge waren denn da dran, welche Revisionsstände hatte diese Ausschreibung, welche Zeichnungen wurden mitgegeben. Ja, all das finden Sie archiviert in dem Ausschreibungsprozess. Auch sämtliche Veränderungen der Ausschreibung werden dokumentiert. Ja, welche Zeichnungen wurden ausgetauscht, wurden Bieter hinzugefügt, haben Bieter abgesagt, ja, hat sich vielleicht das Ausschreibungstemplate verändert, ja, welche Inhalte wurden da geändert. All das wird dokumentiert, ja, und hilft eben hier die Transparenz im Ausschreibungsprozess und im Einkauf eben zu erhöhen. Sie haben natürlich auch den Überblick, ja, wie oft welcher Lieferant einen Zuschlag erhalten hat oder wie oft er auch abgesagt hat oder wie oft er auch gar nichts gemacht hat. Ja, und das hilft Ihnen dann letztendlich wieder in so einem Lieferantengespräch, ja, in dem der Lieferant Ihnen sagt, wir würden gerne mit Ihnen mehr Geschäft machen, aber. Ja, und hier können Sie eben ganz klar vorlegen, ja, du hast bei 100 Ausschreibungen auch 40 Mal nicht dran teilgenommen.
Ja, wenn du die Quote erhöhst, ja, steigt auch die Chance, dass du den Auftrag bekommst. Natürlich können Sie auch Auswertungen machen, wie viele Ausschreibungen laufen gerade in meiner Materialgruppe, ja, oder in der Organisationseinheit oder auch im kompletten Unternehmen. Ja. All das und noch viele, viele weitere Informationen helfen Ihnen eben, mehr Transparenz in dem Einkauf zu schaffen. Wie erreichen wir das Ziel der besseren Einkaufsergebnisse oder wie können Sie höhere Savings erreichen? Ja, der größte Hebel in so einer Plattform, ja, und in unserer Plattform, ist den Wettbewerbsdruck zu erhöhen. Wie machen Sie das? Indem Sie die Bieterlisten erweitern. Ja, in der Regel, wenn Sie kein System haben oder kein gestütztes System haben und Ausschreibungen noch in klassischer Form in Word und Excel vielleicht durchführen, dann scheut sich der Einkäufer häufig davor zu sagen, okay, ich nehme halt noch mal 5 Lieferanten mit in eine Ausschreibung rein, ja, weil sich die Arbeit dadurch eben potenziert. Ja, es kommen wieder neue Angebote per E-Mail zurück in Word, in Excel, vielleicht auch in Papierform. Auch diese Angebote müssen wieder in eine Excel-Tabelle übertragen, um das dann auszuwerten. Ja, deswegen scheut sich ein Einkäufer in der Regel, den Anbieterkreis zu erhöhen. Ja, der große Trend ist immer, oder die letzten Jahre ist es gewesen, die Lieferantendichte, ja, zu erhöhen. Also wenige Lieferanten, ja, die sich in dem Bereich halt konzentrieren. Ja, aber der Trend geht eigentlich genau woanders hin. Ja. Alle Lieferanten versuchen sich zu spezialisieren, in ihrem Kerngeschäft zu sein. Ja, und damit erhöht sich eigentlich auch die Anzahl der Lieferanten, die sie in eine Ausschreibung einladen müssten. Ja, mit so einem System ist es relativ einfach, auch hier weitere 5 Lieferanten hinzuzuladen. Ja, warum? Weil es unserem System egal ist, ob Sie mit einem Lieferanten eine Ausschreibung machen oder mit 30, 40, 50. Ja, die Arbeit ist einmal dieselbe. Ja, indem Sie alle Lieferanten einladen, alle geben in einer Plattform ihren Preis ab und Sie bekommen auf Knopfdruck einen Angebotsspiegel. Also sehr, sehr einfach und erhöhen damit extrem den Wettbewerbsdruck. Die weitere Möglichkeit ist, die Feedback-Funktion in unserer Lösung zu verwenden. Das kennen Sie vielleicht auch. Sie haben eine Ausschreibung kreiert, die Lieferanten haben ihren Preis abgegeben, ja, und ein guter Vertriebsmitarbeiter telefoniert so ein Angebot nach und fragt dann bei Ihnen im Einkauf nach, hey, wie stehe ich denn gerade im Wettbewerb? Ja, muss ich noch irgendetwas tun? Ja, und da sagen Sie nett, wenn Sie vielleicht so nett sind, sagen Sie, ja, du müsstest echt noch mal ein bisschen nachlassen, damit du eine Chance hast. Ja, wenn Sie diese Telefonate nicht haben möchten, sondern dass das System das für Sie übernimmt, ja, dann nutzen Sie diese Feedback-Funktion. Da bekommt der Lieferant in einer laufenden Ausschreibung nach x Tagen, ja, zum Beispiel so ein Feedback. Hey, du bist auf Rang 2 und das beste Angebot ist 90.350 Euro. Wenn du Rang 1 werden möchtest, ja, oder besser werden möchtest, ja, dann kannst du hier bitte nochmal dein Angebot nachbessern. Ja, oder der Lieferant sieht nicht einen Rang, sondern irgendeine Ampelfarbe. Ja, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, um hier Savings zu generieren, ja, indem einfach so eine Feedback-Schleife eingebaut wird. Ja, auch das große Thema Auktionen hilft Ihnen dabei, Savings zu generieren. Ja. Nachgewiesen, dass Auktionen, wenn die gut durchgeführt werden, ja, eben hier sehr, sehr erfolgreich sind, um Savings zu generieren. Ja. Dabei helfen wir Ihnen, indem wir zum Beispiel das Modul dazu haben, also den Werkzeugkasten für diese Auktion, oder aber auch sagen können, ja, ich denke darüber nach, aber habe nicht so die Perspektive, ja, dann treten Sie an uns einfach heran, dann prüfen wir das für Sie und können vielleicht auch ein Auktionsprojekt für Sie durchführen. Ja, damit ich Ihnen das nicht alles aus der Sicht des Anbieters erzähle, sondern dass das auch wissenschaftlich unterlegt ist, dass Ausschreibungslösungen tatsächlich bei Prozesskosten und Einstandspreisen helfen zu sparen, hat eben der BME, also der Deutsche Einkäuferverbund, in Zusammenarbeit mit der Universität Würzburg und Leipzig diese Studie erstellt. Die wird jedes Jahr einmal jährlich durchgeführt, in dem über 200 Unternehmen befragt werden, ja, welche Erfahrungen sie zum Beispiel mit Ausschreibungslösungen haben. Ja, und das Ergebnis ist, dass bei allen Unternehmen so im Mittel ca. 14% ja, an Prozesskosten eingespart werden. Das können wir bestätigen. Ja, wir finden die Zahl sogar noch etwas wenig, also relativ gering, ja, weil unsere Kunden so tatsächlich spiegeln, so im Schnitt sind es tatsächlich so um die 30% ja, an Prozesskosten, die eingespart werden. Aber das ist wissenschaftlich belegt und das andere ist halt das Feedback unserer Kunden. Ja, weiterhin helfen solche Ausschreibungsplattformen eben auch durch diese Erhöhung des Wettbewerbsdrucks eben die Preise um Schnitt hier bis 9,5% ja, zu minimieren. Das ist natürlich sehr, sehr stark abhängig, in welcher Branche Sie tätig sind. Bei manchen ist es weniger, bei manchen ist es mehr, ja, aber so im Mittel über alle Unternehmen sind es so knapp 10%. Also schon ordentlich, was hier mit so einer Lösung eingespart werden kann. Kommen wir zum Fazit. Also wenn Sie im Einkauf möchten, dass die Ausschreibungsprozess schneller durchläuft, dass die Durchlaufzeiten erhöht werden sollen und dass sie standardisierte Prozesse haben möchten,
ja, länderübergreifend, organisationsübergreifend, dass alle sich an gewisse Regeln halten, ja, dass das System revisionssichere Vergabeentscheidungen durchführt, ja, dass die nachprüfbar sind, ja, und dadurch die Transparenz im Einkauf erhöht wird. Ja, und natürlich auch die Einkaufsergebnisse verbessert werden sollen. Dann wird es Zeit, dass wir vielleicht miteinander sprechen, ja, indem Sie einfach uns anrufen oder Sie uns eine E-Mail schreiben unter vertrieb@allocation.net. Dann prüfen wir in einem kostenlosen Gespräch, ja, welche Herausforderungen Sie haben und wie wir Ihnen von Allocation hier helfen können. Auf dieses Gespräch freuen wir uns. Ja, nutzen Sie die Chance und dann bedanke ich mich für Ihre Zeit. Ihr Mike Richter.